Hallo, herzlich willkommen. Als Material verwenden wir ausschließlich gehäckseltes Stroh, wir werden etwas Gips und etwas Kalk verwenden. Ich habe Weizenkleie, aber heute werde ich es nicht verwenden. Ich werde das gehackte Stroh mit heißem Wasser pasteurisieren. Und wir werden das überschüssige Wasser ablassen. Es wäre gut, wenn du so einen hast, Eimer mit Deckel, wenn nicht, können Sie auch einen Topf verwenden. Setzen wir etwas Stroh in den Eimer, etwa 300 Gramm. Wir werden auch 1,2 Gramm Leim und 4,8 Gramm Gips verwenden. Alle Materialien müssen untergetaucht werden. Dafür verwende ich einen Tüll und eine Metallplatte. Und ich werde einen Stein darauf legen, um es schwer zu machen. Jetzt gießen wir unser heißes Wasser ein, bis alles unter Wasser ist. Wir schließen den Deckel ohne Verzögerung, auf diese Weise werde ich es mindestens 2 Stunden in einer warmen Umgebung stehen lassen, ohne den Deckel zu öffnen. Unsere Sterilisation wird so sein, wir werden heiße Pasteurisierung durchführen. 6 Stunden später ließen wir das überschüssige Wasser ab. Und wir haben etwa 2 Stunden gelüftet, unser Stroh ist kalt genug, jetzt können wir es verwenden. Ich werde 2 Taschen füllen, ich habe etwa 100 Gramm Körnerbrut, ich werde es teilen in 2 Hälften, 50 Gramm pro Beutel. Ich werde die Säcke mit einigen Samen füllen, etwas Stroh, wieder einige Samen und unterwegs etwas Stroh, und ich werde ein wenig drücken. Ich reinige die Oberflächen der Beuteln mit Alkohol. Für den Gasauslass werde ich hier Löcher bohren. Sie wissen, dass Feuer alles verbrennt, einschließlich Schimmelsporen. Wir werden es sehr langsam ruhig tun, wenn wir es schnell tun, könnten diese Löcher reißen. Wir werden es 21 Tage lang in einer dunklen Umgebung bei einer Temperatur von ungefähr 23, 25 Grad aufbewahren. 2 Tage sind vergangen und jetzt schauen wir uns das Wachstum des Myzels an. Ich schaue genau hin. Es gibt keinen Schimmel. Alles klar. Heute ist der 10. Tag des Mycelium-Runging nicht so schnell, wie ich gehofft hatte. Ich öffnete 5 bis 6 weitere Löcher in jedem Seiten, danach die Wicklung wurde ein wenig mehr beschleunigt. Um zu zeigen, dass es einfach ist, in dieser Studie haben wir keine Weizenkleie verwendet. In unseren zukünftigen Studien werden wir auch Materialien wie Weizenkleie und Brennstoffpellets verwenden. Jetzt haben wir unsere Fenster geöffnet. Pilzstummel entwickeln sich in 2-3 Tagen in einer 80-85 wüstefeuchten Umgebung. Heute ist der 27. Tag. Unsere Pilzstummel begannen an den Stellen zu wachsen, an denen wir die Fenster öffneten. Pilzstummel tauchten auch an anderen Stellen auf. Aber wir werden kein Fenster zu ihnen öffnen. Andernfalls wird die Energie des Substrats dissipiert, und die Pilze werden nicht wachsen. Heute ist der 13. März, es sind 29 Tage vergangen, Pilze sind gewachsen, die Kappen sind jetzt beginnt sich nach oben zu kräuseln, Sporenfreisetzung hat schon angefangen. Es hat keinen Sinn, darauf zu warten, länger wird es sein Gewicht verlieren, unsere Tasche ist 518 Gramm, ICW werde die Pilze pflücken und wiegen mal sehen, 161 Gramm, gute Härte, gute Flexibilität und nicht spröde. Dies ist unsere zweite Tasche, da waren Locken und Stängelverlängerung bei den Pilzen,
Der Grund ist hoher Carbondioxidgehalt, schnelle Verdunstung und unzureichendes Licht. 717,8 Gramm. Lasst uns unsere Pilze pflücken und wiegen. 184,6 Gramm. Wir haben insgesamt 346,50 Gramm Pilze produziert. Wir haben 300 Gramm Stroh und 100 Gramm Samen verwendet. (346,50 Gramm Produkt bei Verwendung von 400 Gramm Material bedeutet dies etwa 86 von biologischer Effizienz. Ich hoffe, euch hat unser Video gefallen. Abonnieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.